Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es mal um ein ganz ungewöhnliches Thema und zwar Dekupiersäge gegen Bandsäge. Denn das Thema Dekupiersäge hatten wir noch niemals hier auf dem Kanal und beide machen irgendwie was Ähnliches. Sie sägen zumindest Holz und wir wollen einfach mal schauen, was macht mehr Sinn und wofür ist welche Säge eher geeignet. Denn interessanterweise sind sich bei sehr vielen Themen extrem ähnlich, was man im ersten Moment überhaupt nicht denken würde. Und wie immer kannst du natürlich etwas gewinnen, und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein von gotools.de. Das heißt, wenn du mal eine schöne Säge kaufen möchtest, wie eine von den beiden, dann hilft das auf jeden Fall. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach mal unten in die Kommentare zu schreiben, was wäre deine Säge? Dekupiersäge oder Bandsäge? Ja, es klingt merkwürdig, aber heute geht es wirklich um Bandsäge gegen Dekupiersäge. Und wenn du dich mit keinen der beiden Sägen auskennst, dann bist du hier genau richtig, weil es geht darum, dass wir diejenigen nochmal abholen, die sich nicht so wirklich damit auskennen und zu sagen, Mensch, brauche ich vielleicht eher eine Bandsäge oder eher eine Dekupiersäge? Die beiden Sägen unterscheiden sich in den Grundfesten natürlich und das schauen wir uns auch mal an. Aber lass uns mal erstmal das Grundwirkprinzip anschauen. Bei einer Bandsäge wie hier ist es so, dass wir kein Sägeblatt haben, sondern ein unendliches Band. Ich zeige euch das auch mal hier. An der Stelle kann man das schon mal so ein bisschen sehen, nämlich, Moment, so, jetzt haben wir es. Hier siehst du, wie das Band von unten kommt, hier oben lang läuft, dann nach unten geht, von unten und wieder nach oben geholt wird. Das heißt, wir haben wirklich eine unendliche Rotation und das Band ist nirgendwo unterbrochen. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Das ist bei einer Bandsäge so, deswegen heißt sie halt auch Bandsäge. Bei einer Dekupiersäge haben wir hier dieses kleine Band, was an der Stelle ist, und das wird hoch und runter bewegt. Ich zeige euch das auch mal. Ja. Zack, 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 zack. So ähnlich wie bei einer Nähmaschine oder ähnlichem. Ja, eigentlich schon so ähnlich. Und wir schauen uns heute mal an, was kannst du mit der Bandsäge eher machen, was kannst du eher mit der Dekupiersäge. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt am Anfang, die beiden Sägen unterscheiden sich oder haben sehr große Gemeinsamkeiten. Und ich möchte dir mal eine gleich am Anfang mal zeigen und das ist das Thema Lautstärke. Und da seht ihr schon, das ist schon so ein Punkt. Wenn wir eine Handkreissäge zum Beispiel nehmen, wir machen die an, sehr, sehr laut, sehr große Geräuschkulisse und so weiter und so fort. Hier bei der Säge, ich mache sie nur mal im Leerlauf an, ist es schon was ganz anderes. Ja, ihr könnt mich jetzt sogar noch hören, obwohl diese Maschine läuft. Das ist schon cool. Bei einer Bandsäge, ehrlicherweise, ist das aber auch so. Vorhin ging sie noch. Bitte bleiben Sie dran. Hä? Ach so. Auch hier hast du zwar ein Geräusch, ja. Das kommt vor allem dafür, dass das Band hier ist auch nicht perfekt eingestellt. Das schleift auch einen Tick zu viel. Aber eine Bandsäge an sich ist auch eine sehr leise Säge im Verhältnis zu vielen anderen. Natürlich müssten wir uns jetzt wirklich beide Geräte im kleinsten Detail anschauen. Das muss ich bei der hier zum Glück nicht machen. Warum? Ich habe zu der Säge schon mal ein Video gemacht. Ich habe ein Vergleichsvideo gemacht mit diversen anderen Bandsägen. Schau dir das mal an. Da ist die auch dabei und sie hat damals gewonnen, hat unseren Test gewonnen. Deswegen haben wir sie auch mit dabei. Bei der Dekupiersäge ist es ein bisschen anders. Hatten wir noch nie auf dem Kanal. Lass uns die mal kurz anschauen. Ich habe hier eine Säge von der Firma Proxxon. Hier sehen wir erstmal den Tisch, auf dem wir arbeiten. Dass wir ihn noch verstellen können, gucken wir uns gleich mal an. Hier vorne sehen wir Folgendes, das ist so eine Art kleiner, ein kleiner Pustefix, der bläst hier ganz bisschen Luft auf diese Stelle und dadurch ist es so, dass das hier ein bisschen freier bleibt. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich mal an. Hier haben wir so einen kleinen Arm, den können wir zur Seite tun, den können wir auch abbauen, wenn wir wollen hier. Der einfach dafür da ist, um das hier ein bisschen zu schützen, dass du nicht einfach reinfassen kannst. Ja? So ist es jetzt ein bisschen geschützt. Finde ich gut. Die meisten werden sich wahrscheinlich wegbauen, weil es mit der Zeit ja eigentlich auch lästig ist. Aber es ist gut, dass es da ist für diejenigen, die auf Sicherheit achten. Dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Hier nochmal, ich hatte das ja schon eben erwähnt, ja, diesen kleinen Arm. Auf der Seite sehen wir was ganz Witziges, nämlich hier ist so eine Art kleiner Blasebalg. Ja? Und das heißt, wenn wir hier eine Hoch- und Runterbewegung haben, wird dieser Blasebalg benutzt und dadurch wird hier die Luft reingepustet und bläst das Ganze mal frei. Ich zeige euch das mal. Ihr habt gesehen, ein ganz kleines bisschen wurde das Ganze hier freigeblasen. Es ist kein starkes Gebläse, sondern eben nur ein kleines bisschen. Apropos hier unten, hier sehen wir auch Folgendes. Hier kann der Staub reinfallen und kann dann hier abtransportiert werden.
Und hier können wir eine Absaugung anschließen und das Ganze wirklich auch aktiv absaugen. Eigentlich eine ganz coole Sache. Zusätzlich ist es so, dass wir hier auch Folgendes machen können. Wir können den Winkel einstellen, den Tisch hier im Winkel einfach erstmal grundsätzlich in einigen festen Winkeln einstellen und dann auch noch feinjustieren. Wichtig ist natürlich Folgendes: Sowohl die Dekupiersäge als auch die Bandsäge stehen nur als Synonym für ihre Klassen. Es gibt natürlich nicht nur die Marke Proxxon, genauso wie auf keinen Fall nicht nur die Marke Metabo gibt es das Thema Bandsägen. Es gibt ja auch riesige Bandsägen in Sägewerken zum Beispiel. Es sind ja im Grunde auch riesengroße Bandsägen, nochmal in ganz anderen Dimensionen drin. Aber auch so für den normalen stationären Gebrauch gibt es ja auch deutlich größere, noch massivere. Aber es gibt auch deutlich kleine. Es gibt schon recht kleine Tischbandsägen, die sind nur so hoch und die machen etwas Ähnliches, sind aber immer noch dem natürlich deutlich näher als der hier. Was übrigens auch noch mal wichtig ist vom Verständnis und beziehungsweise auch gleich zeigt, wo die Reise hingeht, ist Folgendes: Wir haben hier ein Gerät mit rund 200 Watt, hier haben wir ein Gerät mit fast 1000 Watt. Aber jetzt lass uns mal loslegen, kommen wir zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Fangen wir beim Preis an. Jetzt können wir erstmal sagen, ganz klar, das hier ist deutlich günstiger. Aber nee. Man bekommt Bandsägen schon im Bereich 90, 100 Euro bis mehrere tausend Euro nach oben. Genauso ist es aber auch bei Dekupiersägen. Man mag es gar nicht glauben, aber es gibt auch Dekupiersägen in der Preisklasse deutlich über 1000 Euro. Wir haben uns vorhin das Thema Geräusch angeguckt und lasst uns mal messen, wie laut ist eigentlich diese Säge. Ihr habt gesehen, die Dekupiersäge war im Leerlauf zwar leiser, aber im Betrieb, wenn Holz wirklich dran ist und das Holz vor allem auch vibriert und das Ganze zum Schwingen bringt, nehmen sich beide gar nichts. Kommen wir zum Gewicht bzw. Mobilität. Das ist natürlich völlig logisch, wenn ich mir das Gerät hier so angucke, ist das deutlich, das ist aber auch deutlich leichter als das andere. Aber leicht ist auch was anderes. Aber erstmal Gewicht. Das hier ist leichter als das. Aber es gibt die ja auch deutlich kleiner. Ich würde behaupten, dass es Bandsägen schon in derselben Gewichtsklasse gibt wie diese Säge. Grundsätzlich, aber im Allgemeinen sind Dekupiersägen auf jeden Fall etwas kleiner und etwas leichter. Dementsprechend auch mobiler. Aber auch so eine Säge wie hier kann ich relativ entspannt ankippen, ja, in der Gegend rumfahren und dann an seinen Platz bringen, hinstellen und dann benutzen. Die Treppe hoch will ich es trotzdem nicht tragen wollen. Bevor wir gleich zur Schnittkapazität, also der Höhe kommen, die wir sägen können, kommen wir erstmal zur Schnittgeschwindigkeit. Bei der Schnittgeschwindigkeit haben wir jetzt eindeutig gesehen, ist die Bandsäge ganz klar vorn, weil sie aber auch eine deutlich höhere Geschwindigkeit des Blattes hat. Aber bedenkt bitte eine Sache: Wir haben jetzt hier ein relativ feines Blatt. Das schneidet natürlich deutlich langsamer als das sehr grobe Blatt, was wir hier haben. Wir könnten hier auch ein deutlich feineres Blatt drauf machen, was deutlich weniger Ausrisse hat. Dann würde es langsamer schneiden. Vielleicht können wir hier sogar ein gröberes Blatt draus machen. Wir werden trotzdem immer mit der Bandsäge schneller sägen, aber es liegt heute auch diese extreme Unterschied, das extreme Geschwindigkeit liegt hier auch an dem groben Blatt. Schnittgeschwindigkeit haben wir, Schnittkapazität, das heißt also, welche Höhe kann ich dann eigentlich schneiden? Und ja, ganz ehrlich, das hier macht komplett gar keinen Sinn an eine Dekupiersäge. Aber es ist möglich. Wir haben hier 5 cm Höhe und die Dekupiersäge würde wahrscheinlich so bis zu 6 so um den Dreh schaffen. Ich zeige euch mal, dass es wirklich geht, auch wenn sie hier merkwürdig aussieht. Kommen wir mal hier zu unserer Bandsäge, Schnittkapazität in der Höhe. Hier haben wir eine ganz andere Logik. Hier können wir Folgendes machen. Hier können wir uns mal anschauen, wie hoch können wir wirklich schneiden. So, das ist das Maximum, was wir jetzt machen können. Wir haben jetzt wirklich das hier alles zur Verfügung und hier sind wir bei amtlichen 17,5 cm und das für eine Bandsäge immer noch gar nichts. Es gibt natürlich auch Bandsägen mit nochmal deutlich 20, 25, 30 cm Schnitthöhe. Da kannst du einen ganzen Baumstamm durchjagen und kannst das trotzdem auch noch schneiden. Und ich möchte dir mal zeigen, wie leicht man auch so etwas höhere Materialien wie die hier schneiden kann.
Und du siehst jetzt hier, wie leicht das ging und wie schnell du so ein Brett hier einfach auftrennen konntest. Und das gibt dir nochmal ganz andere Möglichkeiten. Die nächste Gemeinsamkeit, aber auch ein riesengroßer Unterschied ist das Thema Kurvenschnitt oder Formschnitt. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir hätten jetzt einen kleinen Osterhasen und den wollen wir ausschneiden. Ein wirklich kleiner Osterhase. Dann sind wir auf jeden Fall eher bei der Dekupiersäge. Ich zeige dir mal, wie schön man hier auch Kurven und Rundungen schneiden kann. Jetzt werden einige von euch sagen, warte mal, das geht mit der Bandsäge doch auch, aber näher eigentlich nicht so wirklich. Bei der Bandsäge kannst du natürlich ein dünneres Blatt einspannen und dann kannst du auch wirklich Kurven und Rundungen ausschneiden. Das geht schon, aber du kannst auf keinen Fall beliebige Kurven und Rundungen schneiden, so wie du es hier bei der Dekupiersäge machst, wo du eigentlich so ziemlich jede Form und jeden Winkel und einfach die Richtung ändern kannst. Das geht eben hier nicht. Und übrigens, es ist auch so, dass wir bei der Dekupiersäge einen großen Vorteil haben, dass wir wirklich es in dem Moment so umsetzen können und machen, tun und wirklich die Richtung komplett drehen können, weil das Band so dünn ist. Das geht mit der Bandsäge eigentlich gar nicht. Übrigens, woran liegt das denn? Es gibt hier für die Dekupiersäge Blätter, die ringsrum schneiden können, beziehungsweise quasi ein rundes Sägeblatt sind, also überall Zähne haben und dadurch wirklich überall schneiden können. Und dann kann ich es perfekt umsetzen, in alle Richtungen das auch bewegen. Und das macht auch das Arbeiten relativ einfach. Und eine andere Sache noch, du kannst hier eine Sache machen, die mit der Säge ja überhaupt nicht geht. Nämlich, du kannst einfach in einem Stück Holz sagen, ich bohre da ein ganz kleines Loch rein, dann führe ich das Sägeblatt durch und dann kann ich dort, ohne dass ich irgendwie eintauchen muss in das Holz, dann hier drin arbeiten. Wenn ich fertig bin, kann ich auch sagen, Maschine stoppen, das rausnehmen, Sägeblatt wieder rausziehen und dann habe ich keinen Einschnitt von der Seite. Das geht mit einer Bandsäge gar nicht, aufgrund der Tatsache, dass wir hier ja ein durchlaufendes Blatt haben. Und durchschneiden und schweißen ist eine ganz schlechte Idee. Eine große Gemeinsamkeit von beiden Sägen, auch wenn man es gar nicht glauben mag, ist der Winkelschnitt. Das kann ich dadurch machen, indem ich hier die Säge, wie in dem Fall, einfach, nicht die Säge, also den Sägetisch, kann ich mir anders einstellen. Kann ich bei der hier auch machen, ist ein bisschen, nein, ist deutlich mehr Gefummel, aber es geht hier genauso. Kommen wir zum Thema Unfallgefahr und da gibt es einen klaren Unterschied zwischen beiden Geräten. Aber erst einmal mein Hinweis, arbeite mit den Schutzmechanismen, die dir gegeben sind. Wie in dem Fall, arbeite wirklich hier mit diesem kleinen Schieber, dass du hier nicht reinfassen kannst direkt, genauso wie du bei der Bandsäge auch bitte mindestens mal Folgendes machst, dass du sagst, okay, ich stelle mir die Bandsäge auch so hoch ein, wie mein Werkstück eben gerade ist und lässt das nicht einfach sagen, nein, ich mache das ganz nach oben, das ist richtig gut. Nee, das ist bei der Bandsäge so richtig gut, wenn du es so auf deine Werkstückhöhe einstellst, weil dann ist die Führung näher an deinem Werkstück, du hast noch einen besseren Schnitt. Das nochmal als Hinweis. Übrigens, soll ich nochmal zur Bandsäge ein bisschen detaillierteres Video machen? Schreibt es gerne mal unten in die Videobeschreibung. So, Unfallgefahr. Hier bei einer Dekupiersäge ist es so, dass wir nur eine Bewegung von oben nach unten haben. Also nehmen wir mal an, du würdest mit einem Finger hier reinkommen. Würdest du die schneiden? Ja, auf jeden Fall. Könnten da auch gröbe Verletzungen kommen? Ja, auch. Aber dadurch, dass wir eine deutlich niedrige Schnittgeschwindigkeit haben, ist es so, dass du würdest es merken und würdest zurückschrecken. Bei einer Bandsäge haben wir auch schon mal einen Test gemacht. Wir blenden hier auch noch mal Bilder ein. Da ist es so, die Geschwindigkeit ist einfach so, und das geht sehr, sehr schnell und da möchtest du auf keinen Fall mit deinem Finger drin sein. Noch schlimmer ist es, wenn du sowas wie Handschuhe anhast, also auf keinen Fall hier an der Säge mit Handschuhen arbeiten, weil die Handschuhe verfangen sich darin und dann ziehen sie deinen Finger hier runter und dann das auch nochmal ans Sägeblatt ran. Das willst du auf keinen Fall. In Summe ist es aber so, eine Bandsäge oder eine Dekupiersäge sind deutlich sicherer als zum Beispiel eine Handkreissäge oder ähnliches, aber du solltest auf jeden Fall wissen, was du tust. Kommen wir zum letzten Punkt. Wie lange dauert eigentlich so ein Bandwechsel?
Du hast gerade gesehen, Bandwechsel bei der Dekupiersäge deutlich einfacher. Hier musst du wirklich sehr viel auseinanderbauen, hier machen, da und da und da. Du hast eben gesehen, was du alles machen musst, um es auseinanderzubauen. Das Ganze musst du dir nochmal rückwärts vorstellen, um es wieder reinzumachen. Und das kann auch schon ein bisschen frickelig sein. Gerade je größer die Bandsäge wird, umso größer wird das Blatt auch und dann ist das hier schon ein bisschen gezirkelt. Jetzt die Frage, das sind auch schon alle Dinge, die uns so eingefallen sind, was die Geräte unterscheiden oder ja, dann doch irgendwie verbinden. Jetzt aber die Frage, was ist das richtige Gerät für dich? Im Grunde ist es so, dass beide viele Dinge ähnlich haben oder viele Dinge gleich tun können. Wir können hier auch Rundung schneiden, aber nicht so gut. Hier können wir es perfekt. Hier können wir auch mal etwas höhere Dinge durchschneiden oder ablenken oder ähnliches. Das können wir hier natürlich in Perfektion. Das heißt also, eine Bandsäge ist natürlich eher für gröbere Arbeiten, für Arbeiten mit größeren Holzstücken, wo du auch mal wirklich schnellen Fortschritt haben möchtest. Eine Dekupiersäge ist eher etwas zum Basteln, für feine, kleine Arbeiten. Du kannst beide ein bisschen missbrauchen für das andere, aber damit wirst du auf keinen Fall glücklich werden. Das sollte heute erstmal so ein kleiner Einstieg in dieses Thema sein, um einfach auch mal zu sehen, ist das etwas, was euch interessiert oder sagt ihr, boah, ich will nur meine Bandsäge, Dekupiersäge kommt mir nicht ins Haus. Schreibt das doch mal gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, weil es mich super interessiert und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.